Geschmacklos und peinlich. AfD-Abgeordneter sorgt im Sächsischen Landtag für einen Eklat. Während einer Debatte äußerte sich Sebastian Wippel, Abgeordneter der Rechtspopulisten, wie folgt. Unsere Bundeskanzlerin hat uns hier eine Suppe eingebrockt. Eine Suppe, die niemand bestellt hat nach dem Rezept „Wir schaffen das“. Und nun haben wir die Quittung bekommen, jetzt auch in Deutschland, erstmalig mit den Anschlägen in Bayern und Baden-Württemberg. Daraufhin folgte der kaum vorstellbare Satz: Leider hat es nicht die Verantwortlichen dieser Politik getroffen. Die Linke sprach von einem Mordaufruf. Grünen-Politiker Valentin Lippmann sagte: Ich hätte nicht geglaubt, dass man das im 21. Jahrhundert in einem demokratischen Staat ernsthaft in einem Parlament erzählen könnte. Wippel, der auch Polizeikommissar ist, entschuldigte seine Geschmacklosigkeit anschließend als Ausrutscher. CSU-Generalsekretär über Flüchtlinge. Der CSU-Politiker Andreas Scheuer äußerte sich im September gegenüber dem Regensburger Presseclub wie folgt. Das Schlimmste ist ein Fußballspielender, ministrierender Sengalese. Der ist 3 Jahre in Deutschland als Wirtschaftsflüchtling, den kriegen wir nie wieder los. Der Generalsekretär der Christlich-Sozialen Union meinte damit abgelehnte Asylbewerber, die in Deutschland aber gut integriert sind. Mehr dazu im Kommentar dieser Sendung. Flüchtlinge in Deutschland oft überqualifiziert. Flüchtlinge sind in Deutschland schlechter integriert als in anderen EU-Ländern. Sie sind meist gut ausgebildet und arbeiten trotzdem in Jobs für Geringqualifizierte. Demnach beträgt der Anteil überqualifizierter Flüchtlinge in Deutschland schätzungsweise 71%, im EU-Durchschnitt sind es hingegen 60%. Eine OECD-Studie nennt dafür Gründe. Nur 9% der Flüchtlinge mit einer Aufenthaltsdauer von weniger als 10 Jahren hatten fortgeschrittene Deutschkenntnisse. In Spanien, wo die meisten Flüchtlinge aus Lateinamerika stammen, waren es hingegen 98%. Nach mehr als 10 Jahren Aufenthaltsdauer in Deutschland hatte jedoch ebenso wie in der EU jeder Zweite fortgeschrittene Sprachkenntnisse. Hilfreich für die Integration in den Arbeitsmarkt ist der Studie zufolge auch der Erwerb der Staatsbürgerschaft. Im Schnitt waren nach 10 Jahren 61% der Flüchtlinge in der EU eingebürgert. In Deutschland waren es hingegen nur gut 40%. Damit ist Deutschland der Studie zufolge die einzig große Ausnahme unter den Hauptaufnahmeländern. Wenn die CSU das Grundgesetz ernst nimmt, dann kann sie keine Obergrenze verlangen. Das lässt das Asylrecht nicht zu und das Asylrecht muss bleiben, wie es ist, sagte Kardinal Rainer Wölki, Erzbischof von Köln, weiter. Daher muss die unsinnige Diskussion über Obergrenzen aufhören. Mit den von CSU-Chef Horst Seehofer vorgetragenen Forderungen nach Obergrenzen für Flüchtlinge und einer Bevorzugung von Einwanderern aus dem christlich-abendländischen Kulturkreis trage die Partei zu noch größerer Polarisierung bei und betreibe das Geschäft der Rechtspopulisten der AfD, so der römisch-katholische Theologe. Auch der ehemalige CDU-Generalsekretär Heiner Geißler sieht das ähnlich. Die CSU sei auf der falschen Seite der Geschichte. Mit ihren Attacken auf die Kanzlerin gefährde sie die Existenz der Union und stärke die AfD. Heiner Geißler äußerte sich gegenüber der Passauer Neuen Presse wie folgt. Die CSU hat ihre eigene Ideologie aus Nationalismus und Abschottung gegenüber Fremden entwickelt. Sie ist wie die AfD eine regionale Schmalspurpartei. Im Umgang mit Migranten fordert die Karlsruher Soziologin Annette Treibel, Integrationskurse nicht auf Zuwanderer zu beschränken. Das Motto muss lauten Integrationskurse für alle, sagte Treibel bei einer Fachtagung in Rostock. Einwanderung sei ein wichtiges Element moderner Gesellschaften, betonte die Soziologin. Integration ist keine Kuschelveranstaltung. Konflikte gehören dazu, aber nicht auf dem Erregungslevel der letzten Monate.
Selbst nach mehreren Jahrzehnten, in denen Deutschland quasi ein Einwanderungsland war, gäbe es bei Einheimischen immer noch teils erhebliche Defizite. Zu viele Deutsche würden sich ohne jede Not gegenüber den aktuellen Veränderungen verschließen. Dass etwa Leute mit dunkler Hautfarbe auch Deutsch mit kräftiger Dialektfärbung sprechen können, ist bei vielen alten Deutschen noch nicht angekommen, kritisierte Treibel. Da passt die Kategorie Ausländer einfach nicht mehr.